Immer noch lässt der Anblick eines Bernhardiners das romantische Bild eines Lawinenhundes entstehen, der ein Fässchen um den Hals trägt. Dass dieses Fässchen einst mit Schnaps befüllt wurde, ist jedoch eine Legende. Als berühmtester Vertreter des offiziell Sankt Bernhardshund genannten Hundes gilt der Bernhardiner Barry, der von 1800 bis 1812 auf dem großen Sankt Bernhard über 40 Personen das Leben rettete. Heute ist der Bernhardiner mit seiner imposanten Statur ein beliebter Familienhund. Geschichte und Herkunft des Bernhardiners. Er ist ein direkter Nachkomme der römischen Molosser-Kampfhunde, die vor ca. 2000 Jahren mit den Truppen Caesars in die Alpenregion der heutigen Schweiz kamen. Mönche des Hospizes auf dem großen St. Bernhard begannen im 17. Jahrhundert mit der Zucht des ursprünglichen Bernhardiners. Die guten Eigenschaften wurden durch Kreuzung verstärkt und das Ergebnis waren kleinere und leichtere Exemplare, die als Lawinen- und Bergführerhunde sowie zur Rettung von Bergwanderern eingesetzt wurden. Zudem wurde der Bernhardiner in der Schweiz allerorten als Hirten- und Bauernhund eingesetzt. Im Jahr 1850 bewirkte der Schweizer Heinrich Schumacher mit seiner Zucht, dass diese Hunde als eigene Rasse Anerkennung fanden und auch offiziell Bernhardiner genannt wurden. Um den Gefahren der Inzucht zu begegnen, wurden Neufundländer und Mastiffs eingekreuzt. Dies hatte jedoch zur Folge, dass die Bernhardiner wesentlich massiger wurden und nicht mehr als Rettungshunde im Schnee einsetzbar waren. Auch die Lebenserwartung senkte sich dadurch auf nur 10 bis 11 Jahre. Aktuelles Züchtungsziel ist es, wieder leichtere und agilere Hunde zu schaffen. Erscheinungsbild des Bernhardiners. Die Schulterhöhe beträgt beim Rüden zwischen 70 und 90 cm und bei der Hündin zwischen 65 und 80 cm. Der Bernhardiner kann ein Gewicht von 80 Kilogramm und mehr auf die Waage bringen. Es gibt den sanften Riesen in einer Lang- und einer Stockhaar-Version. Das Fell kann glatt oder leicht gewellt sein und ist von sehr dichter Struktur. Die Fellfarbe ist meist weiß mit rotbraun bis gelbbraun. Weiße Abzeichen an Pfoten, Brust, Nase, Hals und Rutenspitze sind erwünscht. Das Gesicht sollte eine gleichmäßige dunkle Maske aufweisen. Sein massiger Kopf ruht auf einem stabilen Hals und der kräftig gebaute Körper unterstreicht seine wuchtige Erscheinung. Wesen und Charakter des Bernhardiners. Manchmal wirkt er etwas tollpatschig, was ihn eigentlich nur noch liebenswerter macht. Dieser Hunderiese ist ein intelligenter, sensibler und anhänglicher Begleiter. Neue Anhänger fand die Rasse auch durch den Familienfilm Ein Hund namens Beethoven. Wichtig ist, dass der Bernhardiner früh lernt, sich unterzuordnen. Eine konsequente Erziehung in einer Hundeschule sollte bereits beim Welpen beginnen. Von klein auf an Kinder gewöhnt, ist der Bernhardiner mit seinem stets etwas traurigen Blick und seiner Verspieltheit sowie seinem ausgeprägten Beschützerinstinkt ein idealer Familienhund. Als guter Wachhund verteidigt er zuverlässig sein Revier. Hier werden die Eigenschaften seiner Vorfahren, der Hirten- und Bauernhunde, deutlich. Manchmal kann er aber auch einen erstaunlichen Eigensinn an den Tag legen. Mit Artgenossen zeigt er sich in der Regel umgänglich. Auslauf und Pflege des Bernhardiners. Das Laufbedürfnis dieses großen Hundes ist moderat. Für Hundesport wie zum Beispiel Agility ist der schwere Bernhardiner nicht geeignet. Trotzdem braucht er regelmäßige Bewegung und liebt längere Spaziergänge, insbesondere im Schnee. Eine Stadtwohnung ist für einen Bernhardiner kein geeignetes Domizil. Auch das Treppensteigen ist seinen durch den schweren Körperbau belasteten Gelenken nicht zuträglich. Eine größere Hundehütte im eingezäunten, weitläufigen Garten ist ideal, besonders wenn der Bernhardiner mit zunehmendem Alter nicht mehr ganz stubenrein bleibt. Sein Gebiss sollte regelmäßig auf Zahnsteinbildung untersucht werden und mindestens einmal in der Woche möchte der sanfte Hunderiese ausgiebig gebürstet werden.